Das ist ein Motor. Das ist ein Flieger. Hallo liebe Freunde des Flugsports. 3 Tage vor Weihnachten. Moment, Mittwoch, Donnerstag. Ja, 3 Tage vor Weihnachten. Nach 8 Wochen Flugpause bin ich wieder an der Maschine. Es ist bitterkalt, -2 Grad. Toni und ich haben unsere Maschinen rausgeholt. Ja, wir wollen einen Ausflug nach Speyer machen. Die Wettervorhersage bis dahin und den ganzen Tag soll super aussehen. Wir haben ein schönes Hoch angegeben. Die Maschinen sind draußen, ihr seht, sie frieren schon sich einen ab. Ich zeige es euch mal. Ich stelle sie gleich noch so ein bisschen in die Sonne, damit das hier nicht so ganz, aber das ist nur eine ganz dünne Schicht da drauf. Das funktioniert schon. Das Spannende ist gleich, dass ich nach 8 Wochen das erste Mal den Motor wieder starte. Also drückt mir die Daumen. Ich habe ja so einen Live-PO-Akku oder wie der ausgesprochen wird. Ich weiß nicht, ob der Kälte ab kann. Wir werden es gleich sehen. Wäre natürlich schade, wenn das nicht funktioniert, aber ich bin da ganz zuversichtlich. Ja, warum 8 Wochen Sperre? Ne, nicht Sperre, Pause. 8 Wochen Pause wegen eines Infekts mit einem Virus, dessen Namen ich hier nicht aussprechen werde. Habe ich mir leider gefangen, obwohl ich geimpft war. Naja, das hat sich ein bisschen hingezogen und dann war viel Arbeit und dann war auch noch bescheidenes Wetter. Und so schnell gehen 8 Wochen ins Land. Ich werde während des Fluges noch ein bisschen was erzählen, weil es ist auch der Abschlussflug dieses Jahr. Und so einen kleinen Rückblick natürlich. So Mädels, Daumen drücken, Daumen drücken. Pumpe, Choke voll, Gas nach hinten und fast. Leute, beim zweiten Versuch, nach 8 Wochen. Das ist ein Motor. Das ist ein Flieger. Ich habe jetzt gerade 24 Minuten vom Flug voll und das Schöne ist, mit den 24 Minuten, die ich jetzt gerade hier in der Luft geflogen bin, habe ich 500 Stunden voll. 500 Stunden nach der Scheinerteilung. Ich rechne immer echte Flugminuten. Das heißt, sobald mein GPS meint, ich bin in der Luft, fängt er an, Flugaufzeichnungen zu machen. Und diese Flüge habe ich von Anfang an aufgezeichnet, jeden Flug aufgezeichnet. Das heißt, ich speichere nur echte Flugminuten ab für mich. Ich mache das nicht mit den Blockzeiten. Ich muss da nicht irgendwie, für mich ist das dazu fuschen. Blockzeiten sind halt okay für echte Verkehrspiloten, damit die, wenn die sich in den Flieger setzen, dann, dass ihre Arbeit beginnt. Aber ich meine jetzt hier in der freien Fliegerei ist für mich Flugzeit gleich Flugzeit. Ich habe für diese 500 Stunden habe ich jetzt tatsächlich 5 Jahre, 5 Monate und ich gucke mal gerade nach, 16 Tage gebraucht. Das sind 93 Stunden im Jahr im Durchschnitt. Finde ich okay, ist aber glaube ich nur machbar, wenn man einen eigenen Flieger hat. Und dieses Jahr habe ich tatsächlich exakt 93 Stunden, also auch den Schnitt geflogen, obwohl ein Monat ausgefallen ist mit der Flut, die wir hier hatten. Und jetzt nochmal, wie ich gerade schon gesagt habe, 8 Wochen ausgefallen sind mit dem Virus, dessen Namen ich nicht erwähnen werde, schlechtem Wetter und zu viel Arbeit. Was haben wir dieses Jahr gemacht? Wie kommen die 93 Stunden zusammen? Also wir haben natürlich schöne Touren gemacht. Im Februar habe ich den Frank getroffen, ich blende euch immer hier die Videos ein, den Frank getroffen und wir haben in Koblenz einfach mal schön gefrühstückt. Und das ging tatsächlich im Februar schon, dass wir da draußen gesessen haben und ganz toll eine Brotzeit gemacht haben. Haben wir uns jetzt vorgenommen, dass wir das auf jeden Fall wieder machen.
gucke immer, ob die Kameras laufen, weil gerade war es zu kalt. Alles gut. Ja, dann habe ich ein paar Flüge mit dem Traffic Warner gemacht und euch den gezeigt. Das Gerät, was hier unten rechts hängt, ich tue mal die Papiere da weg, hier unten rechts hängt und mir sehr gute Dienste erwiesen hat bisher und keinen einzigen Ausfall. Einzige Manko, würde ich sagen, ist, dass sie eine sehr komische Ladeelektronik da eingebaut haben. Es dauert ewig und 3 Tage, den zu laden. Also wenn man das am Handy hätte, hätte man es schon längst aus dem Fenster geschmissen. Ich lade es halt am Abend und dann am nächsten Morgen ist es auf jeden Fall für die nächsten Flüge fertig. Dann habe ich einen wunderschönen Ausflug mit Toni im März nach Freiburg gemacht, mit dem spektakulären Anflug da. Hier bin ich jetzt auch spektakulär über der Eifel unterwegs. Machen wir einfach mal so. Wie ist das denn? Schön. In der Eifel unterwegs, ja. Und da waren wir in Freiburg morgens hin, abends zurück. Bleibst du mal hängen? Morgens hin, abends zurück. Freiburg selber ist natürlich auch eine Reise wert. Da war noch keine Möglichkeit, eine Hotelunterkunft zu kriegen. Deshalb sind wir da leider wieder zurück. Das war ein bisschen schade, sonst wären wir da auch geblieben. Nach den Frank in Gössenheim besucht. Auf dem kleinen Platz beim ersten Mal landen da war mir dort schon ein bisschen, also der ist schon gut eng, der Platz. Muss man gut machen, gut fliegen können und gut landen können vor allen Dingen. Und naja, zur Not startet man durch, ist alles okay. Beim zweiten Mal, als ich dann im Sommer nochmal da war, da gibt es kein Video zu, da war alles easy peasy. Es ist ja oft so, wenn man zum zweiten Mal irgendwo hinfliegt, hat man keine Probleme. Dann waren wir im Mai auf meiner Lieblingsinsel Wangerooge. Naja, das war halt ein Hinflug und ein Rückflug, der nicht so toll war, weil wir hatten ein bisschen tief hängende Wolken und ganz Deutschland war frei, aber wir mussten da ein bisschen zaubern. Und vor Ort hatten wir wirklich 2 Tage diesen Seenebel. Das war doof. Ja, aber an sich, die Insel, werden wir auch wieder hinfliegen. Alles gut. Leider hat uns dann die Flut hier im Ahrtal, das ist sogar jetzt hier so ein Stück darüber, da vorne ist es, das Ahrtal, im Juli erwischt und dann hatten wir 3 Wochen berechtigterweise oder fast 4 Wochen Flugpause, weil unser Platz geschlossen war. Danach bin ich aber direkt geflogen und nicht über die Bereiche, da war noch eine EDR, da durfte man nicht tief runter, aber ein bisschen hier über die Bereiche, die betroffen waren und es sieht ja jetzt schon wieder richtig gut aus. Leider sind halt viele Menschen gestorben und viele sind betroffen. Naja. Dann musste ich mal alleine einen Ausflug machen, habe ihn gemacht und zwar zur Zugspitze und das war natürlich ein Erlebnis auf meiner Bucketlist, abgehakt, sehr gut. Die 4-Tagestour im September ist jetzt erst im November erschienen als Video. Ein bisschen kam ich nicht zum Schneiden und hatte auch irgendwie Bammel vor der riesen Menge Daten. Naja, 2 Teile geworden, mein erster Zweiteiler. Ich hoffe, ihr habt den gesehen. Den zweiten Teil könnten ruhig noch ein paar mehr sehen. Verstehe ich gar nicht, weil wir da in Konstanz waren. Komisch, dass der erste Teil mit Bautzen so gut angekommen ist und der zweite Teil nicht. Aber YouTube ist ein Mysterium. Ich habe nicht alle Ausflüge, die ich gemacht habe, wirklich in Video umgesetzt. Es sind dieses Jahr tatsächlich nur 11 geworden. 11 Videos. Ich verspreche da Besserung im nächsten Jahr, dass ich mehr Videos mache. Ich möchte euch ja auch mehr mitnehmen, ein bisschen mehr Content produzieren. Auf meinem Kanal wird ja weiterhin mehr Ausflüge, ab und zu mal Technikvideos, wenn irgendwas zu dem Flieger hier zu erklären ist oder so, machen. Aber ich werde nicht starten und werde dann irgendwelche Löcher in die Luft stanzen. Da gibt es andere Kanäle für, die das zur Perfektion betrieben haben und besser können. Das wird es bei mir nicht gehen. Grüße gehen raus nach Oerlinghausen. Der Kanal hier wird weiterhin aus Flügen bestehen, die zu irgendwelchen Destinationen gehen, wo ich dann ein bisschen vor Ort rumgehe. Ich hoffe, heute in Speyer klappt es auch, dass wir einen schönen Tag haben. Auch wenn wir nur zu dem Flugplatz fahren und irgendwelche anderen Flieger treffen oder so, es ist mir wichtig, irgendwie rauszukommen. Ne? Hier so ein Ultraleitflugzeug ist halt dafür da, dass man auch ein paar Meter damit machen kann und nicht nur Kreise drehen. Viel geredet, bleibt mir treu. Und Grüße gehen natürlich raus an den Frank, an den Uli,
an den Heiko, an den Jörg, an den Lukas, an den Skywalk, an den B-Pilot, Markus heißt er, glaube ich, und wen ich alles noch vergessen habe. Am Schluss grüße ich eigentlich immer meine Frau. Musste ich am Anfang und am Ende grüßen eigentlich, weil ohne meine Frau, Tanja, würde ich das ja alles gar nicht machen können, weil sie mir so viel Freiheiten gibt, sage ich jetzt mal, was eigentlich auch dazugehört in der Ehe, denke ich mal. Aber sie gibt mir so viel Freiheiten und respektiert mein Hobby und ist immer happy, wenn ich happy bin und glücklich nach Hause komme. Deshalb danke, Tanja. Ohne dich wäre das ja alles nicht so, wie es ist. Ja, schöne Landung. Wurde auch mal wieder Zeit. Größeren Platz zu landen. Ja, toller Flug. Batterien sind nicht gut. Batterien sind nicht gut bei dem Wetter. Also ich werde jetzt auf dem Weg gleich in die Stadt alle Batterien am Körper tragen, alle Akkus, damit die nachher warm sind, wenn ich sie da reinstecke. Unglaublich. Ach, ist immer wieder schön hier in Speyer. Da hinten die 747 von der Lufthansa. Frank war neulich mal drin, sogar im Cockpit. Total cool. Toller Platz. Schade, dass ich keinen Ton hatte, aber es war jetzt nichts Spektakuläres. Ich bin direkt im Queranflug. Und ja, sorry für meine Mütze hier. Bin direkt im Queranflug und dann Endanflug und schön gelandet. Jetzt stehen wir hier auf der Wiese. Die ist schön hart und nicht weich. Und gehen jetzt gleich nach da hinten zum Dom. Jetzt warte ich noch auf den Toni, der tankt noch ein bisschen nach und kommt dann auch hier rüber gerollt. Maske? Maske, genau. Haben wir eine? Dass hier irgend so eine Festivität ist, dann ist das ganze Ding voll mit Wein. Ja. Aber du merkst, Uli ist in Urlaub, das Ding ist leer. Welcome back nach dem leckeren Essen. Bella ist auf Start. Speyer Info Delta Mike Zulu Echo Charlie, ich folge der Papa Echo Victor. Verstanden. Delta 5, kurz vorm Kreuzen von Südwest nach Nordost. Die Delta Mike Zulu Echo Charlie geht auf die 16 zum Start.
Kilo Romeo fliegt Anflug 516. Delta Romeo Lima and Anflug Pista 6. Fire. Nicht die weicheste Landung, aber ging. Wind ist eher von rechts als von hinten. So ein schöner Ausflug. Ja, schön, dass ihr mir treu bleibt. Schönes 2022. Muss ich schon mal überlegen, wo wir sind. Und bleibt gesund. Macht euren Flugschein. Fliegt mit eurem Flugschein. Bis dann.